Willkommen bei Lately Show mit mir, Florian Streletz. Kommen wir zu unserem Thema heute Abend und schauen einmal auf die sogenannte Finanztransaktionssteuer. Oder, wie es unser Bundesfinanzminister und gescheiterter Deutschland sucht den nächsten Super-SPD-Vorsitzenden Kandidat Olaf Scholz auch sagen würde, das alles hier ist total unfair mir gegenüber. Ich habe immer alles gegeben. Für Gerhard Schröder mimte ich den Bodyguard, der alle kritischen Fragen wegboxte. Und das waren wahrlich nicht wenige. Oder später, als ich Bürgermeister dieser kleinen Stadt namens Hamburg bei Lüneburg wurde und von dort, meinem Königsmund, alles dafür tat, dass Martin John Schneeschulz absolviert wurde, damit ich endlich Vizekanzler werde. Das ist quasi schon Kanzler in Probe. Ich bin damit Kanzubi. Aber jetzt nicht nur, dass die SPD-Noobs Norbert Walter-Borjans und seine Hinterbänklerin gewählt haben und nicht mich und meine Hinterbänklerin. Jetzt muss ich auch noch weiter Finanzminister sein. Neuerdings muss ich hier sogar angezogen hier erscheinen. Früher reichte ein Jackett und Hemd, aber seit meiner Niederlage muss ich auch noch eine Hose tragen. Total unloll als Kanzubi jetzt. Nach der Finanzkrise im Jahre 2008 wurde lange überlegt, wie man eine erneute Finanzkrise abwenden könnte. Klar, es wäre sicherlich einfach gewesen, den Handel von Kreditderivaten, der die Finanzkrise 2008 überhaupt erst ermöglichte, zu verbieten. Oder so stark zu besteuern, dass sich dieser nicht mehr lohnen würde. Aber das wäre zum einen viel zu einfach gewesen und zum anderen, was soll dann so ein Investmentbanker den ganzen lieben langen Tag über machen? Noch mehr Koks vom Hintern einer freischaffenden Sexarbeiterin schniefen? Na klar, das kann man die ersten Wochen machen. Klappt ja auch bei der Pro7 Sat.1 Geschäftsführung. Aber was macht man danach? Und um den ehrenwerten und hoch angesehenen Beruf eines Pro7 Sat.1 Geschäftsführers bzw. Investmentbankers zu sichern, wurde natürlich das alles nicht gemacht. Einzig die Finanztransaktionssteuer überlebte und ist jetzt auch bei uns wieder aktuell. Olaf Scholz schlägt nun für Deutschland und 9 weitere EU-Staaten ein Modell vor, wie es im Moment etwa in Frankreich in Kraft ist. Ich bin überzeugt, dass das hier taugt, vor allem deshalb, weil es Erfahrungswerte damit gibt, anderswo funktioniert. Und ich bin ganz sicher, dass wir deshalb in Deutschland auch gemeinsam gute Erfahrungen damit machen werden. Und das hat Scholz vor. Pro Aktiengeschäft soll eine Steuer von 0,2% des Aktienwertes anfallen. Besteuert werden sollen nur Produkte von Firmen mit einem Börsenwert von mehr als 1 Milliarde Euro. Das wären in Deutschland aktuell 145 Unternehmen. Das Finanzministerium erwartet sich für Deutschland einen Erlös von rund 1,5 Milliarden Euro pro Jahr. Und wie gechillt Olaf Scholz einige Tage nach seiner Wahlniederlage beim SPD-Vorsitzender wirkt. Klar, in ihm brodelt es wie einst bei Michael Douglas in Falling Down. Er ist also nur ein Buchhalter, der nichts mehr zu verlieren hat. Aber äußerlich, da hat er weiterhin die Ausstrahlung einer Steuererklärungssoftware. Nur ist die Geschichte der Finanztransaktionssteuer auch eine Geschichte voller Missverständnisse. Sowohl für die, die die Geschichte erzählten, als auch für die Finanztransaktionssteuer selber. Erdacht wurde sie einst in den Nachwehen der Finanzkrise, um durch sie den Kreditderivatenhandel zu unterbinden oder wenigstens dank ihr genügend Geld zurücklegen zu können für den nächsten Finanzcrash. Und so haben damals viele Banken erkannt, wie ruinös dieser Kreditderivatenhandel am Ende für sie war. Ein Hallo an die Deutsche Bank und Grüße an die Commerzbank. Während viele andere Banken dann dem hochspekulativen Derivatehandel den Rücken zukehrten und sich nun irgendeinem anderen hochspekulativen Derivatehandel widmeten. Nur war die Finanztransaktionssteuer schon damals ein mehr oder weniger zahnloser Tiger, der es in der EU nicht geschafft hatte, realisiert zu werden. Vor allem, dass Staaten wie Großbritannien, die wiederum den größten Bankendienstleistungssektor innerhalb der EU hatten, das natürlich nicht wollten. Hätte ja den Geschäften ihres eigenen Bankensektors geschadet. Denn keiner möchte eine Anstandsdame auf der Party haben, wenn die immer so grimmig guckt, wenn man sich Koks auf dem Hintern einer freischaffenden Sexarbeiterin reinzieht. Total undoll die Alte, die soll mal lieber runterkommen. Also sowohl die freischaffende Sexarbeiterin als auch Mary Poppins. Wobei das könnte vielleicht sogar dieselbe Person sein. Natürlich gibt es auch heute wieder Stimmen gegen die Einführung einer Finanztransaktionssteuer bei uns. Und wie immer, in dieser großen Koalition kommen diese nicht etwa von außen, sondern direkt aus den eigenen Reihen.
Die Kanzlerin sieht die Pläne positiv. Protest kommt vom Wirtschaftsflügel der Union. Man bestrafe Menschen, die mit Aktienkäufen vorsorgen wollten. Ich bin für eine europäische Finanztransaktionssteuer, möglichst global. Aber sie muss natürlich alle treffen, gerade auch die spekulativen Bereiche im Hochfrequenzhandel, bei den Derivaten. Jetzt trifft sie Kleinsparer, die ansparen wollen fürs Alter, und das ist falsch. Dann ist die Finanztransaktionssteuer also doch total unfair gegenüber uns allen. Und nicht nur gegenüber den kleinen Bankmitarbeitern, die den Omas irgendwelche Fonds noch heute aufpatschen wollen. Oder gar gegenüber den Investmentbankern, die nach der Finanzkrise genau deswegen ins Gefängnis mussten. Beziehungsweise keiner musste von denen ins Gefängnis. Ist aber auch nur fair, denn der Staat hat nun einmal schon die Banken retten müssen, da wären die Unterhaltskosten im Gefängnis viel zu viel gewesen. Ob aber die Finanztransaktionssteuer wirklich uns alle maßlos beim Sparen fürs Alter schädigt, sollten wir vielleicht einmal selber ansehen. Ich weiß, hunderttausende Friseure denken sich jetzt, was? Ich muss nun die riesigen Aktienpakete von L'Oréal, Gard & Co., die ich mir dank Mindestlohn leisten kann, aber versteuern? Wo kommen wir denn dahin? Und genau das ist das Problem. Der Verteilungsbericht des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts hat ergeben, dass 20% aller Deutschen bettelarm sind, während weitere 40% keinerlei Vermögen besitzen. Das heißt, 60% aller Deutschen können sich überhaupt keine Aktien leisten. Außer vielleicht die 0,00001%, die damals in die Telekom-Aktien investiert haben und nun unter der Brücke schlafen müssen. Immerhin weich gebettelt auf wertlosen Telekom-Aktien. In Deutschland besitzen gerade einmal knapp 10 Millionen Menschen überhaupt Aktien. Viele noch nicht einmal, um damit zu spekulieren, sondern weil es für größere Firmen attraktiv ist, Aktien als Gratifikation an die Mitarbeiter zu verteilen. Aber auch nicht, weil man die Mitarbeiter so lieb hat, sondern weil das ein schönes Steuersparmodell ist. Was die eigentlich boshafte Ironie an der Sache ist, ist der Grund, warum wir die Finanztransaktionssteuer jetzt einführen wollen. Nicht etwa, weil das ein Versuch der Bundesregierung oder von Olaf Scholz ist, das Zocken mit Aktien zu unterbinden, sondern wir brauchen die rund 1,5 Milliarden aus der Finanztransaktionssteuer, um damit ein anderes großes Projekt gegen zu finanzieren, nämlich die Grundrente. Die Grundrente ist ein Zuschlag für Geringverdiener mit mindestens 35 Beitragsjahren. Auch Jahre in Teilzeit, Kindererziehung und Pflege von Angehörigen werden berücksichtigt. Bis zu 1,5 Millionen Menschen sollen sie ab 2021 ausgezahlt bekommen, überwiegend Frauen. Ein Beispiel. Jemand hat 40 Jahre zum Mindestlohn gearbeitet, macht bislang 512 € Rentenanspruch. Mit Grundrente sind es 961 €. Es gibt Freibeträge. Vollen Anspruch haben alleinstehende Rentner, deren Einkommen unter 1.250 € im Monat liegt. Bei Paaren sind es 1.950 €. Die Kosten, 1 bis 1,5 Milliarden € im Jahr, werden aus Steuern finanziert. Das ist die beißende Ironie dabei. Denn die 0,2%, die überhaupt nur anfallen bei Aktiengeschäften mit Unternehmen, deren Aktienwert über 1 Milliarde liegt, ist verdammt gering. Das betrifft in Deutschland gerade einmal 145 Unternehmen. Europaweit sind das nur 500 Unternehmen. Was aber die bleibende Unverschämtheit bei der Finanztransaktionssteuer ist, dass sie weder im Ansatz den Derivatehandel, also genau der Handel, der uns bereits einmal in eine weltweite Finanzkrise gestürzt hat, taxiert oder auch nur ansatzweise verhindert. Ganz im Gegenteil. Also fassen wir einmal zusammen. Betroffen von der Finanztransaktionssteuer sind nicht etwa wir alle, sondern nur die, die sich die 0,2% auf das Volumen ihrer Aktiengeschäfte locker leisten können. Wenn wir also davon reden, dass uns allen mit der Finanztransaktionssteuer Stöcke zwischen die Beine geworfen werden, beim Sparen für das Alter, dann ist die Finanztransaktionssteuer nur ein Babyästchen. Die fetten Stöcker sind bei über 60% der Deutschen dabei leider Armut, schlechte Löhne, soziale Ungerechtigkeit und der eine oder andere Mittelfinger von irgendwelchen CDU-Mittelständlern. Oder vom lokalen NPD-Funktionär, aka ein weiterer anständiger CDUler in Sachsen-Anhalt. Und selbst bei den restlichen 40% sind es nur 5%, die so viel haben, um sich wirklich mit Aktien eine Altersvorsorge zu schaffen. Neben der Kohle, die sie so schon haben. Für die anderen 35%
die vielleicht sogar etwas Geld zurücklegen könnten, ist der Aktienmarkt nicht die Nummer 1 als Anlageoption. Denn hier verdienen nur die Berater der Banken durch ihre Provision und natürlich die Banken selber, aber nicht der Kunde, also wie schon vor der Finanzkrise 2008. Anstatt aber nun die Finanztransaktionssteuer als Mittel zu nutzen, um den hochspekulativen Aktienwahnsinn entweder zu verringern oder damit zumindest Rücklagen zu sammeln für die nächste Krise, ist sie in dieser Form nur eine zahnlose Minka. Denn anstatt etwas Eigenes, Weiterführendes zu erarbeiten, hat man es sich einfach gemacht, ganz nach dem Vorsatz am Ende. Weil es Erfahrungswerte damit gibt, anderswo funktioniert. Und es ist ziemlich armselig, nur die ausgetrampelten Pfade anderer zu nutzen, als vielleicht mal selber einen anderen Weg zu nehmen. Und gerade bei der Finanztransaktionssteuer wäre hier deutlich mehr besser gewesen. Denn dank dem Brexit ist einer der größten Gegner einer europaweiten Finanztransaktionssteuer nicht mehr Teil der EU. Klar, Großbritannien hängt hier trotzdem immer noch bei uns ab, halt genauso wie dieser eine Onkel, der bei den Feierlichkeiten der Familie immer mit den Jugendlichen abhängt, weil er glaubt auch noch so total cool und hip zu sein, weil er den Namen von 3 K-Pop-Künstlern kennt. Aber spätestens, wenn all die coolen Kids dann über die Entwicklung des globalen Aktienmarktes in Bezug auf die Entscheidung zum Leitzins der US Federal Reserve unter Alan Greenspan 1992 referieren, dann verschwindet er ganz langsam im Hintergrund und sucht sein Heil lieber an der Bar. Wie auch Olaf Scholz, jeden Tag seit dem 6. Dezember. Das war's wieder von der Show für heute, aber keine Sorge, wir sind wieder am Freitag mit den Lately News. Bis dahin eine gute Nacht und viel Glück da draußen.